Mein Name ist Ingo Hannes. Ich bin Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapie, aber auch Palliativmedizin. Wir versorgen seit vielen Jahren Schwerstkranke und Sterbende zu Hause. Und im Rahmen dieser Versorgungen haben wir festgestellt, dass es nicht ausreicht, ärztlich, fachpflegerisch, kompetent dort 1-2 Stunden am Tag Patienten zu betreuen, sondern dass der Tag 24 Stunden hat und insbesondere sich an den Tag eine lange Nacht anschließt. In diesen Zeiten brauchen Patienten auch Zuwendung, brauchen Betreuung, um zu gewährleisten, dass Patienten tatsächlich auf Dauer zu Hause bleiben können und auch zu Hause versterben können. Denn das ist es, was die meisten wollen. Dass es gut ist, zu Hause versorgt zu werden, das kann jeder nachvollziehen. Denn wenn man über lange Zeit versorgt werden muss, dann will man trotzdem möglichst zu Hause sein. Denn dort fühlt man sich beschützt, da fühlt man sich gut und wohl. Da kann man im Zweifel in Würde sterben. Kaum einer möchte im Krankenhaus sterben, wenn er die Wahl hätte. Kaum ein Schwerstkranker möchte viele Wochen, viele Monate im Krankenhaus. Warum nicht? Im Krankenhaus gibt es eine professionelle Ebene und die persönliche, würdevolle Ebene, die gibt es im Krankenhaus immer weniger. Ohne dass daran einer eine Schuld trägt, aber es ist so, wie es ist. Zu Hause lässt sich in vielen Fällen eine würdevolle Versorgung besser gewährleisten. Aber nur dann, wenn wir auch eine Rundumversorgung haben, eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung haben vor allen Dingen. Denn wir haben viele Stunden am Tag und vor allen Dingen eine lange Nacht, in der es keine professionellen Begleitung zu Hause gibt. Angehörige leisten hier unfassbar viel, über Wochen, über Monate. Irgendwann ist man da auch mal ausgelaugt und kann nicht mehr. Braucht einfach eine Ablösung. Und um hier Angehörige zu unterstützen oder sogar allein lebende Patienten gut versorgen zu können, möchte die Stiftung ein finanzielles Angebot machen, um zusätzliche helfende, pflegende Kräfte zu finanzieren. Das sind Kosten von 2.500 bis 3.000 € im Monat, schnell zusammen. Ein weiterer wichtiger Zweck, den wir mit der Stiftung erreichen wollen, ist die Erstellung von sehr guten Pflegeintensivgruppen. Wir haben Patienten von Intensivstationen nach Herzinfarkten, nach Schlaganfällen, nach Unfällen, die von der Beatmung nicht mehr entwöhnt werden können. Diese Patienten brauchen natürlich eine intensive Pflegesituation. Die wird in solchen Pflegeintensivgruppen erreicht, außerhalb des Krankenhauses, in einer Art häuslichen Umgebung. Wenn das gelingt, dann können Patienten auf der einen Seite wieder zurückgeführt werden ins Leben, auf der anderen Seite auch würdig zum Sterben geführt werden. In manchen Pflegeintensivgruppen geht es dann irgendwann mehr um die Wirtschaftlichkeit als um die Würde des Patienten. Und hier gilt es, einen guten Gegenpol aufzustellen, nämlich Pflegeintensivgruppen, die unabhängig von einer wirtschaftlichen Notwendigkeit der Betreiber stattfinden. Ihre Spende würde helfen,
Versorgungen zu Hause noch besser zu gewährleisten, als es schon der Fall ist.